盲人摸象, die Blinden ertasten den Elefanten. Es waren einmal 4 Blinde aus dem alten Indien, die miteinander gut befreundet waren. Sie hielten sich für weise und sprachen oft über Lebensweisheiten. Eines Tages auf der Straße hörten sie ein riesiges Geräusch, das von einem Elefanten kam. Ein Blinder schlug vor: Wir konnten früher nur vermuten, dass wie ein Elefant aussieht. Wie wäre es, dass jeder von uns heute den Elefanten anfasst, um dadurch sein Aussehen herauszufinden? Die 3 Freunde stimmten alle zu. So gingen die 4 Blinden nacheinander zu den Elefanten, um ihn zu ertasten. Der erste Mann war groß, blieb bei einer Körperseite stehen und ertastete die Flanke des Körpers sorgfältig. Der zweite Mann war klein und ertastete einen Fuß des Elefanten. Der dritte berührte den Rüssel und der vierte spürte das Elfenbein. Alle 4 waren selbstbewusst, wie ein Elefant nun aussehen würde, und tauschten die Meinungen darüber aus. Der erste sagt: Ein Elefant sieht wie eine Wand aus. Er ist glatt, flach und sehr hoch. Der zweite kritisierte ihn für den Quatsch und versuchte zu korrigieren. Ein Elefant ist wie ein Baumstamm. Der dritte sagt: Ein Elefant sieht weder wie eine Wand noch wie ein Baum aus, sondern wie ein Wasserhahn. Der vierte sagt: Ihr 3 macht große Fehler. Ein Elefant ist wie ein langer Stab aus Jade, der angenehm anzufassen ist. Alle 4 hielten ihre Meinung fest und stritten sich ohne Ende. Im Chinesischen benutzt man das Idiom 盲人摸象. Die Blinden ertasten den Elefanten in Kontexten, wenn jemand die Gesamtheit eines Objekts anhand der Erkenntnis eines Teils beschreibt, bzw. unkorrekte Schlussfolgerungen aus einseitigem Wissen. Im Alltag passieren derartige Fehler oft, wenn man eine Person, eine Menschengruppe oder ein Land beurteilt. Wenn das zu beurteilende Objekt sehr groß und relativ weit entfernt ist, sind derartige Fehler am Anfang sogar unvermeidbar. Vorurteile und Klischees entstehen oft auf der Basis von einzelseitigen Erkenntnissen. Die deutschsprachigen Berichte über China beispielsweise vermitteln häufig Details von China, und die Leser bilden sich ihren Gesamteindruck über das Land mit 1,4 Milliarden Menschen nur allein auf Basis dieser Einzelbetrachtungen. Diese Handlung ist vergleichbar damit, von Körper, Flanke, Füßen, Rüssel oder dem Elfenbeinzahn das Aussehen des Elefanten zu Schlussfolgern. Denn das Leben in China kann einen Unterschied zwischen Himmel und Erde machen. Von der Stadt bis zum Land. Von einer erstklassigen Metropole bis zum einen Dorf. Von der reichsten Sozialschicht bis zu den Wanderarbeitern. Jedes genannte Einzelteil ist für das Kennenlernen des Landes unentbehrlich. Aber keines davon kann allein für die Gesamtheit stehen. Doch auch die meisten Chinesen urteilen auf diese Weise pauschal über den Westen. Neue Erkenntnisse nähern immer dem Ertasten des Elefanten von Blinden. Es ist auch nachvollziehbar, dass weder die Medien noch die Zuschauer genug Energie dafür haben, umfassend über etwas zu berichten sowie zu lesen. Ein riesiges Objekt kann niemand vorsichtig beobachten.
Das gilt durchaus auch für Europäer, die über Europa nachdenken oder Chinesen, die China beurteilen. Nach der Erklärung der heutigen Psychologen liegt es an der Faulheit des schnellen Denkens, dass man häufig stereotypisch und unvollständig urteilt. Um diesen Fehler zu vermeiden, ist es wichtig, aus möglichst vielen Perspektiven ein Objekt kennenzulernen, objektiv zu analysieren und nicht zu früh Schlussfolgerungen zu ziehen.